So, hallo ihr Lieben. Heute dreht sich alles um das spannende Thema Kryptoregulationen, aktuelle Gesetze. Es hat sich in den letzten Wochen unglaublich viel getan, was EU-Parlament Gesetzentwürfe angeht, auch politische Debatten, Hintergründe zu diesem ganzen Thema. Und weil sich gerade im Markt sonst vielleicht gar nicht so viel tut, ist es umso spannender, einfach mal auf die regulatorischen Hintergründe zu blicken. Ich habe mir für das heutige Interview dafür den Furkan eingeladen. Hallo Furkan. Hi Steffi, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Ähm, Furkan ist von Coincheck TV und ich würde sagen, wir starten gleich mal, indem du dich uns noch mal ganz kurz vorstellst. Wer bist du und was machst du? Ja, du hast schon gesagt, ich bin Furkan, Coincheck TV, YouTube-Kanal seit 2017, damals noch gestartet, als ich ein Student war, weil mich das Thema selber so interessiert hat schon damals und weil ich gemerkt habe, auf YouTube, vor allem im deutschen Bereich, gibt es nichts Ordentliches. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, Videos zu machen darüber und über die aktuellen Entwicklungen, über die Preise, über fundamentale Sachen. Und dann habe ich mein Studium abgeschlossen, nach dem Studium dann noch als Doktorand im Bereich Blockchain angefangen. Aber dann lief irgendwann natürlich der Bullrun, der Kanal lief besser, die Kryptos liefen besser und dann, weil mir auch das wissenschaftliche Arbeiten jetzt nicht so den Spaß gebracht hat, habe ich mich dann irgendwann entschieden, komplett dann auch auf Kryptos zu setzen, mache das jetzt inzwischen Vollzeit und ja, mein Ansatz ist eigentlich immer 80% Fundamentales, was passiert so in der Welt um Kryptowährungen, egal ob es jetzt regulatorische Entwicklungen sind oder geldpolitische, was jetzt aktuell so passiert und was für Auswirkungen das auf Bitcoin und die Kryptowährungen hat. Und dann auch natürlich immer wieder auch in den Chart zu schauen, wie ist der aktuelle Stand, wo könnten wir in der kurzfristigen, mittelfristigen Zeit hinwandern. Das ist so immer mein Ansatz. Finde ich klasse. Ich glaube, vor allem deswegen habe ich dich auch für heute eingeladen, denn du bist wirklich im Thema drin. Vielleicht fangen wir vielleicht gerade bei dem Thema an. Aktuell haben wir EU-Parlamentsgesetzentwürfe in den letzten Wochen an ständigen Veränderungen erlebt. Vielleicht erzählst du uns noch mal kurz so die letzten Wochen im Überblick, was sich da so Mhm. getan hat. Krypto, Regulation, Gesetze. Ja, als erstes ging es ja los mit einem Vorschlag von den Linken, der SPD und den Grünen. Da ging es ja erstmal um Proof of Work, dass sozusagen Proof of Work verboten werden sollte. So drastisch wurde es natürlich nicht formuliert, aber wenn man das zu Ende denkt, wäre es darauf hinausgelaufen. Dann gab es auch wirklich viel Gegenwind aus der Community und das ist auch wirklich eine interessante Erkenntnis, die ich da hatte in den letzten Jahren. Oder wäre das so vor 3, 4 Jahren passiert, wäre es wahrscheinlich gar nicht so ein, ja, so ein Aufschrei gewesen und da hätte man vielleicht nicht viel gegen machen können, aber weil der Aufschrei wirklich so hoch war, konnte man das sozusagen erstmal rausstreichen und mit dem Proof of Work, also für Bitcoin jetzt in der EU, braucht man sich erstmal keine Sorgen machen, aber es gibt jetzt auch schon wieder neue Entwicklungen mit den sogenannten Unhosted Wallets, was das auch immer sein soll. Also Unhosted Wallets sind einfach Wallets, wird aber einfach so genannt, um irgendwie zu sagen, ja, da ist keiner hinter und wir wissen nicht, wer dahinter steckt. Auch da gibt es interessante Entwicklungen, weil im Prinzip die Forderung war, dass alle Wallets verifiziert werden müssen. Das heißt, wenn ich einen Account bei Binance, Kraken, egal wo habe und dann irgendwie auf mein Ledger zum Beispiel schicken möchte oder Mhm. auf MetaMask, muss ich diese Wallet verifizieren und muss dann die beispielsweise dann auch signieren, um zu zeigen, die gehört mir und nur mir und da hat kein anderer Zugriff. Da möchte man einfach mehr Transparenz schaffen, bisschen zu viel. Auch da gab es wieder einen Aufschrei. Jetzt der aktuelle Stand ist so, dass diese Verifizierung erstmal jetzt wohl nicht mehr im Raum steht, weil so ein EU-Gesetz, das ist ja ein wirklich sehr langer Prozess. Und das ist nicht einfach so gesagt, wir schlagen was vor und dann morgen ist es gültig. Da muss Ja. es erstmal noch durch einen Trilog. Jetzt ist es so, dass es ein Trilog ist, weil das in der ersten Stufe so durchgewunken worden ist. Also der Mhm. Weg dafür wurde geebnet sozusagen. Aber mit der Verifizierung ist das erstmal vom Tisch. Das ist erstmal eine gute Sache. Was aber negativ ist, was auch noch halt drin stand jetzt aktuell, dass alle Transaktionen über 1000 € einer Meldepflicht unterzogen werden müssen. Oder ja, dass diese Transaktionen gemeldet werden müssen an die zuständigen Behörden. Und jetzt ist der Vorschlag wohl so, dass wirklich alle Transaktionen, nicht nur über 1000 €, sondern alle Transaktionen müssen gespeichert von den zentralisierten Plattformen werden und gegebenenfalls auch gemeldet werden. Da streiten sich noch so ein bisschen die Experten, was genau gemeint ist. Bedeutet das nur, dass zwischen den Börsen beispielsweise
das gemeldet werden muss und sichergestellt werden muss oder dass das auch wirklich jedes Mal an die Behörde weitergegeben werden muss. Das wäre unglaublich viel Aufwand. Also jede einzelne Transaktion, stell dir das mal vor, das ist ja überhaupt kein Vorteil mehr von der Blockchain-Welt her betrachtet. Ja, absolut. Und das Argument ist es ja Geldwäsche, also dieses ewige Argument, wir wollen gegen Geldwäsche vorgehen, aber witzigerweise wird ausdrücklich da gesagt, okay, P2P-Transaktion, also von meiner Metamask-Wallet zu deiner, da wollen wir gar nicht dran, das wollen wir gar nicht wissen und dann muss man sich die Frage stellen, wofür dann überhaupt das Ganze? Ich glaube, Geldwäsche findet nicht zwischen den Börsen statt, die vor allem ja auch KYC haben, wo sowieso schon alle Daten irgendwie vorhanden sind und die Börsen möchten ja auch reguliert sein, damit sie beispielsweise hier auch in Deutschland agieren können und Kunden haben können. Und da müssen die natürlich dann auch mitspielen. Wenn dann jemand, eine Behörde zum Beispiel nachfragt, dann müssen die Daten auch irgendwann preisgegeben werden. Darauf läuft das alles hinaus. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum man jetzt hier bei jeder Transaktion da eine Meldepflicht haben muss, weil wir es im Fiat-System ja auch nicht haben. Da ist es ja immer so über 10.000 Euro und das auch nur, wenn irgendwie ein Geldwäscheverdacht vorherrscht, also nicht immer. Hast du also vielleicht so eine Ahnung, was vielleicht so der mögliche Hintergrund sein könnte, warum man sich wirklich entscheidet, dass man sagt, hey, auch jede einzelne Transaktion muss in uns gemeldet werden, egal was für eine Kapazität. Ich meine, Anti-Geldwäsche, klar, selbst wenn die Börsen das ja, wie du selber schon gesagt hast, ja eigentlich schon dich identifizieren müssen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Ideen, die da immer wieder vorgetragen werden, nicht komplett zu Ende gedacht werden und nicht wirklich auch von Leuten kommen, die in der Materie drinstecken, weil sowas wie die Verifizierung von unhosted Wallets, wie du schon sagst, ein Riesenaufwand, vor allem für die Börsen, das müssen ja nicht die einzelnen Personen machen, wenn das jetzt wirklich so gekommen wäre, sondern vor allem auch für die kleinen Player, die jetzt in der EU was machen wollen als Dienstleister, die würden große Schwierigkeiten bekommen und als ja sozusagen Standort als EU-Standort würde das natürlich einen mega großen Schritt nach hinten gehen, weil dann sehr viele Dienstleister vielleicht sich auch wieder zurückziehen müssten. Warum das Ganze? Natürlich möchte man da so viel Transparenz wie möglich ja, schaffen, aber das verstehe ich auch nicht. Wie gesagt, wir haben ja öffentliche Blockchains, das heißt, wenn die Daten jetzt beispielsweise von Binance kriegen würden, könnten sie auch automatisch dann sehen, an welche Wallets wurden dann Gelder verschickt und dann über die Blockchain einfach alles nachverfolgen, was man möchte. Ja. Das ist ja öffentlich alles einsehbar und deswegen, weiß ich nicht, vielleicht möchte man es auch einfach unattraktiver machen. Das kann natürlich auch sein, weil wir hatten ja jetzt auch die Steuerthematik, die jetzt neu dazugekommen ist. Das ist eigentlich eine positive Nachricht, können wir vielleicht auch gleich drüber sprechen. Ja, gerne. Die 10 Jahre Haltefrist, ne, die gab es ja nie so als Gesetz. Also man hat ja gesagt, wenn man staked, verlängert sich die Haltefrist auf 10 Jahre. Und jetzt gab es ja so ein Roundtable in Berlin, wo verschiedene Experten und auch Vertreter in der Industrie dabei waren und dann halt ihre auch Meinung da kundgetan haben gesagt, ja, das macht alles keinen Sinn, es macht alles nur unattraktiv für Staking beispielsweise, wenn die Haltefrist auf 10 Jahre verlängert wird und das offizielle Schreiben ist noch nicht veröffentlicht, das soll jetzt irgendwann im Mai kommen, aber die 10-Jahres-Frist soll dann erstmal nicht mal im Raum stehen und dadurch wäre natürlich Staking viel attraktiver in Deutschland steuerrechtlich gesehen. Auf der anderen Seite würde das natürlich auch ein Argument dafür vielleicht sein, dass man irgendwie Proof of Stake attraktiver gestalten möchte, um dann vielleicht nochmal eine Attacke auf Bitcoin zu starten beispielsweise. Also im Grunde wäre es so, ja, also es würde Proof of Work massiv wieder schwächen, es würde Proof of Stake vorantreiben und weiter regulieren, sodass man im Grunde sagt, okay, wenn wir uns überlegen, wenn Ethereum umstellt, in einem halben Jahr bis Jahr, 2, 3 Jahren, wenn die ihr Proof of Work System komplett verlassen haben, dann ist Proof of Work eigentlich nur noch durch Bitcoin extremst dominant vertreten. Es wäre die einzige, in Anführungszeichen, Proof of Work große dominante Währung, die tatsächlich Regulationsprobleme hätte. Absolut, also das könnte halt ein Grund sein, dass man halt genau diese Voraussetzung schafft, dass die Leute dann auch schon jetzt vielleicht mehr in Richtung Staking gehen, das attraktiver finden, sodass vielleicht beim nächsten Mal, bei der nächsten Idee für oder gegen Bitcoin dann halt nicht mehr so ein Aufschrei vorherrscht vielleicht. Also da können wir natürlich nur mutmaßen, was der Sinn und Zweck der Sache ist, aber es ist natürlich in erster Linie positiv, dass diese 10-Jahres-Frist wegfällt, weil das macht alles natürlich einfacher, weil viele Leute hoddeln mindestens ein Jahr, aber die haben dann nicht gestaked, weil sie einfach nicht genau hoddeln. Und ein Jahr geht sehr schnell um, aber 10 Jahre ist dann nochmal eine ganz andere
Nummer und da schrecken dann natürlich viele zurück und denken sich, ja, dann stake ich erstmal gar nicht, lass die einfach liegen und da entgehen natürlich den Leuten hier Renditen und überall auf der Welt werden Renditen eingefahren und neues Supply von einem Coin kommt dazu und die Hm. Deutschen können da nicht mitmachen, weil sie einfach Steuern nicht zahlen oder die Steuerlast nicht hochschrauben wollen. Ja. Also würdest du sagen, jetzt durch diese gestrichene Haltefrist wird Staking definitiv attraktiver und wir müssen uns in Deutschland weniger Sorgen machen? Müssen wir irgendwas beachten jetzt als Privatinvestoren, wenn wir sagen, hey, wir wollen jetzt doch das Staken beginnen? Also es wird auf jeden Fall attraktiver, einfach dadurch, dass halt die Haltefrist nicht verlängert wird. Beim Staking muss man generell ja immer ein paar Sachen beachten. Also beim Staking kann es immer im Smart Contract Fehler geben, wodurch dann die Gelder weg sind. Es kann einen Hackerangriff geben, wodurch die Gelder weg sind. Da haben wir auch immer wieder in der Vergangenheit gesehen. Und wenn man staked, auch beispielsweise irgendwie das Geld einloggt für 6 Monate, ein Jahr, kann auch der Preis des Coins runterfallen. Also diese Risiken werden immer noch da sein, aber das Ganze wird auf jeden Fall attraktiver, dadurch, dass halt die Haltefrist nicht verlängert wird. Ja, Die definitiv. bleibt dann bei 1 Jahr und natürlich, wenn man dann staked, die Staking-Einnahmen, die muss man natürlich versteuern, aber das, was du ein Jahr dann hältst, dann ist das steuerfrei. Hast du einen Tipp, wie wir vielleicht, ja, dass wir das auch gut dokumentieren können? Wie machst du das für dich, wenn du sagst, du bist zum Beispiel in Staking-Projekte investiert? Mhm. Also da gibt es ja inzwischen auch ziemlich gute Softwarelösungen, also Steuertools. Also ich nutze persönlich ein Steuertool, weil das sonst viel zu kompliziert wird. Also wer jetzt nur DCA betreibt, einmal im Monat ein, zwei Coins kauft, ich glaube, da geht es noch, da kann man das alles selber noch dokumentieren und nachweisen. Aber wenn man staked und jedes Mal das Gestakte in die Wallet reinschiebt, ist es jedes Mal eine neue Transaktion und dann muss man genau wissen, wie lange habe ich die schon, ab wann ist es steuerfrei. Und da eignen sich halt so Steuertools wie Blockbit beispielsweise sehr gut. Da pflegt man seinen Account ein, sein Wallet ein und alles wird automatisch ausgewertet nach den neuesten ja, Richtlinien und dann hat man auf jeden Fall dann so einen Steuerreport und muss das nicht alles manuell machen. Ein super guter Tipp auf jeden Fall. Danke dir, Furkan. Ähm, Gerne. Kommen wir noch mal ganz kurz zu dem Thema zurück mit dem EU-Wallet-Verbot. Glaubst du jetzt so mit dem ganzen Hintergrund, okay, Anti-Geldwäsche, Proof of Work, was auch immer der Hintergrund ist, hätte es vielleicht eine alternative Lösung geben können, um Kryptos zu regulieren jetzt von der EU? Weil das hat ja massive Konsequenzen auf, wie du schon selber gesagt hast, kleinere Mhm. Unternehmen und Startups. Ich glaube, wir können nicht davon weglaufen oder es wird auf jeden Fall dazu kommen, dass vor allem die zentralisierten, regulierten Börsen die Daten immer wieder weitergeben werden. Und deswegen sage ich auch immer, vor allem, jetzt hast du auch gerade gefragt mit dem, wie dokumentiert man Steuern, weil ich oft das Gefühl habe, dass viele sich da noch so ein bisschen wegducken, weil sie denken, ja, das Finanzamt, das checkt gerade eh nichts, aber ich glaube, Verjährungsfrist bei Steuern sind 10 Jahre und deswegen darf man halt nicht zu blauäugig dran gehen, weil auch deren Systeme, deren Blockchain-Analyse-Tools werden immer besser. Die können dann alles ganz einfach clustern. Die brauchen dann nur eine Wallet-Adresse von dir und können dann direkt sehen, auf welche Wallets du noch was geschickt hast und daraus dann alles ableiten. Und dadurch, dass halt diese zentralisierten Plattformen ja reguliert sein wollen und dann diese Daten preisgeben müssen, wäre eigentlich ja schon alles getan, weil Geldwäsche läuft ja im Endeffekt vor allem für die EU, aus der EU-Perspektive ist ja dann ganz wichtig, was passiert dann, wenn man das Ganze wieder in Euro umwandelt. Das ist für mich die größte Geldwäsche sozusagen. Du schickst irgendwo von irgendwo Kryptowährung hier nach Hm. Deutschland, dann zahlst du jetzt in Euro aus, spätestens dann. Also bei den Fiat-Gateways haben wir ja immer eine regulatorische Wand und da kriegen sie eigentlich die Daten. Eigentlich müssen sie gar nicht mehr viel machen, Ja. außer die Börsen zu regulieren. Aber auch da, vor allem hier in Deutschland, so viele Plattformen warten einfach auf eine Lizenz. Also ich glaube jetzt Binance hatten vor ein paar Tagen in Frankreich eine Lizenz bekommen und in Deutschland ist es so, dass glaube ich offiziell ausländische Börsen irgendwie zwei, drei Stück eine Lizenz haben, um hier offiziell agieren zu dürfen. Und alle anderen warten einfach schon Hm. seit über einem Jahr, einfach eine Lizenz zu bekommen und da kriegen sie nicht mal eine Antwort. Also ich spreche auch mit der Hm. vielen Plattformen und die warten einfach nur, dass sie mal eine Antwort von der BaFin kriegen. Die müssen einfach nur das machen, die ganzen Börsen, die ganzen Dienstleister regulieren, wirklich dann diese Compliance-Lösung auch schaffen, die Daten dann ziehen und dann, also nicht immer ziehen, nicht per se pauschal ziehen, sondern wirklich auch nur, wenn Verdacht vorherrscht, weil wir machen das, wie gesagt, im Fiat-System auch nicht, dass wenn ich
irgendwie bei Saturn was kaufe oder beim Mediamarkt Mhm. oder sonst wo, dass dann auf einmal das gemeldet wird. Warum muss man das bei Kryptowährungen machen? Das erschließt sich mir nicht, ehrlich gesagt. Hast du das Gefühl, dass auch grundsätzlich einfach, du hast ja schon gesagt, die meisten sind einfach mit Krypto nicht vertraut. Es ist einfach ein völlig neuer Asset-Class, auch jetzt gerade mit dem politischen Hintergrund und auch mit Regularien. Krypto hat dadurch ja eigentlich auch schon angefangen, ja, die Politik und das zentrale Finanzsystem zu verändern, oder? Auf jeden Fall. Also vor ein paar Jahren war das ja noch gar kein Thema in der Politik und man merkt das jetzt schon, dass das zu einem politischen Thema wird. Also es wird immer politischer, das Thema. Gut ist auf jeden Fall, dass mit diesem Roundtable beispielsweise, was jetzt vor ein, zwei Wochen stattgefunden hatte, merkt man, dass auch die Politiker auch ein Interesse daran haben, sich beraten zu lassen, sich da zu öffnen. Es ist jetzt nicht so, dass alle Politiker schlecht sind und nur unser Schlechtestes wollen, auch wenn man oft das Gefühl kriegt bei manchen Ideen und Entscheidungen. Aber da hat man sich auch mit dieser 10-Jahresfrist ist ja auch genau dadurch Mhm. entstanden, weil die sich da zusammengesetzt haben und sich die Experten auch angehört haben. Aber generell wird es natürlich ein politisches Thema, also auch mit Energieverschwendung etc. Das werden wir auch nicht nur in den letzten Wochen gehört haben, sondern auch in der Zukunft immer weiter hören. Das wird immer ein Thema bleiben. Aber man darf halt nicht vergessen, vor allem wenn wir jetzt beim Klima sind und bei Bitcoin sind, Bitcoin wird auch laufen, wenn ein Riegel in der EU vorgeschoben wird. Und Mhm. dann muss man sich die Frage stellen, möchte man die EU-Bürger da komplett ausschließen? Weil Ja, auf der ja. Welt wird Bitcoin weiter trotzdem laufen. Ja, du Und es wird sagst immer es. grüner. Ja. Du sagst es schon, also tatsächlich, wir haben ja schon, egal was die EU macht oder nicht, wir haben seit September Bitcoin als reguliertes, rechtliches, anerkanntes Zahlungsmittel in El Salvador bisher bekommen. Jetzt dieses Jahr, diese Woche noch Panama nachgezogen und ich glaube die Zentralafrikanische Republik. Vielleicht auch nochmal, hast du dir dazu schon ein bisschen drüber Gedanken gemacht? Du bist da ein bisschen tiefer drin als ich. Was hältst du von dem Projekt an sich? Es ist auf jeden Fall sehr spannend, wie ich finde, also in El Salvador vor allem. Und da wird auch nochmal deutlich, was für Nutzen Bitcoin in dem Fall auch haben kann. Und für jeden hat der Bitcoin einen anderen Nutzen. Für uns hier in Deutschland ist es ein Investment in erster Linie. Nicht viele bezahlen mit Bitcoin. Einige haben vielleicht so eine Debitkarte und zahlen damit, Hm. aber die breite Masse zahlt halt nicht damit. Für uns ist es eher ein Investment, vielleicht als digitales Gold, langfristig ja, dem, der Entwertung des Geldes irgendwie zu entfliehen, auch wenn es jetzt in den letzten Wochen nicht so rosig aussieht, weil alles mit runtergezogen wird, aber langfristig ist das die Idee. Und in El Salvador haben wir einen ganz anderen Nutzen. Da wird es einfach als Bezahlmethode auch wirklich genutzt. Und für die Menschen vor Ort ist es, glaube ich, ziemlich positiv, weil viele Leute vor Ort einfach keinen Bankzugang haben. Die haben nicht ein Bankkonto, die müssen halt, keine Ahnung, eine Stunde mit dem Bus fahren. Ich hatte so eine Reportage gesehen, ich weiß gar nicht mehr, von wem die war. Auf Deutsch war die auch, kann man mal vielleicht googeln, vielleicht findet man Mhm. die. Aber da ging es halt genau um diese Erfahrungsberichte. Da müssen die Leute normalerweise erstmal eine Stunde mit dem Bus fahren, um eine Stromrechnung bar zu bezahlen und dann wieder eine Stunde zurückfahren und da noch anstehen, verlieren die 3 Stunden. Und jetzt geht es einfach mit der App, weil im Endeffekt ist ja weltweit so, nicht nur in El Salvador, wenn man das mal prozentual vergleicht, viele Leute, vor allem in ärmeren Ländern, haben keinen Bankzugang, aber fast jeder hat ein Smartphone und für einen Bitcoin und für das als Zahlungsmittel zu nutzen, brauchst halt nur ein Smartphone, eine App und dann geht es schon los. Und für diese Leute ist es auf jeden Fall was sehr Interessantes. Es gab ja auch noch so weitere Ideen. Es soll ja auch diese Bitcoin City aufgebaut werden. Sollen Bitcoin-Anleihen verkauft werden. Was Das ist steht die noch alles Bitcoin so. City? Furkan, erzähl noch mal ganz kurz, was verstehen wir darunter? Ja, in El Salvador soll eine Stadt im Zeichen von Bitcoin aufgebaut werden. Also die komplette Infrastruktur soll auch finanziert werden durch einen Anleihenverkauf durch El Salvador. 1 Milliarde soll da eingenommen werden durch El Salvador und 500 Millionen US-Dollar werden dann direkt in Bitcoin investiert und in 5 Jahren soll im Idealfall, wenn der Kurs dann höher steht, die Investoren auch noch dann Renditen in Bitcoin zurückbekommen und das restliche Geld soll halt in die Infrastruktur von dieser Stadt reingesteckt werden. Das ist noch sehr viel Zukunftsmusik, auch diese Bitcoin-Bonds, so nennt sich das, wurden jetzt auch wieder nach hinten verschoben. Laut El Salvador gibt es da wohl sogar eine Nachfrage für 1,5 Milliarden, könnten sie da sogar einnehmen. Das ist natürlich eine riskante Wette, aber für 5 Jahre, also werden wahrscheinlich fast alle hier ein bisschen
traurig, wenn die Kurse nicht in 5 Jahren höher stehen als heute. Deswegen Hm. sehen wir natürlich auch bei Unternehmen den gleichen Ansatz wie MicroStrategy beispielsweise. Sie haben ja auch einen sehr langen Investmenthorizont, also Zeithorizont, und El Salvador möchte auch diesen Weg gehen. Das wäre sozusagen die erste Staatsanleihe, der dann auch Bitcoin enthält zur Hälfte. Hm. Und wie und ob wirklich diese 500 Millionen dann ausreichen, um so eine kleine Stadt aufzuziehen, Hm. sei mal dahingestellt, müssen wir abwarten. Aber es sind interessante Projekte und viele sagen, ja, El Salvador, ein kleines Land, wirtschaftlich nicht so wichtig. Stimmt auch, aber auch damals haben wir gesagt, Unternehmen XY hat in Bitcoin investiert. Ja, aber es ja, kennt doch keiner, ist viel, Hm. viel zu klein. Und so fängt das halt immer an. Du hast schon gesagt, Panama, in Afrika, weiteres Land. Es werden immer weitere Länder hinzukommen, meiner Meinung nach. Und je früher man dabei ist, desto besser ist es. Auch das gleiche wie bei privaten Investoren. Ne? Ja. Glaubst du, dass dann dadurch, dass jetzt eben El Salvador, klar, kleines Land, Bitcoin City und so weiter, die haben sich einfach mal wirklich was getraut. Jetzt folgen diese Länder dadurch nach, dieser Dominoeffekt, der darauf folgt, dass auch noch weitere Länder folgen werden. Wie siehst du so die Entwicklungen für 2022? Ich kann mir schon vorstellen, dass noch einige Länder hinzukommen. Wir hatten ja schon einige südamerikanische Länder vor allem, die, oder wo die Politiker genau auch in die Richtung ja, Statements geäußert haben. Ich denke schon, dass da was kommen wird, aber ich glaube, wir können jetzt nicht erwarten, dass wir in diesem Jahr irgendwie vor allem aus den reicheren Ländern, aus den westlichen Ländern, Hm. da Länder hinzukommen werden. Das glaube ich nicht. Das wird nicht so einfach gehen, aber so kleinere Länder wie jetzt Panama, El Salvador, das glaube ich schon. Und irgendwann, vielleicht langfristig, kann es auch dazu kommen, dass natürlich Zentralbanken irgendwann dazukommen. Aber bis dahin ist, glaube ich, noch ein sehr langer Weg. Also vor Hm. allem bei den westlichen Staaten. Das glaube ich nicht, dass Ja. es so schnell passieren wird. Also ich glaube auch mit dem Hintergrund, wie du schon gemeint hast, dass gerade diese unbanked Länder, die einfach wirklich keinen Bankautomaten um die Ecke haben, eher nachziehen werden. Es sind auch viele Länder natürlich, die auch US gekoppelt sind, die sagen, wir möchten natürlich ein bisschen autarker werden. Ähm, Es gab ja noch irgendwie so Skeptiker, die auch so ein bisschen Kritik eingeworfen haben, solche Länder wie Panama, da ging es eben auch um Geldwäsche und so weiter. Hast du dazu irgendwie ein paar Infos? Tatsächlich jetzt nicht zu dem Fall in Panama, aber generell Geldwäsche, da sind wir wieder beim Hm, ja, Geldwäsche-Thema. es ist. Ich glaube, als öffentliche, transparente Blockchain ist, glaube ich, einer der schlechtesten Varianten, um Geld zu waschen. Also das war ja damals 2013, 2014 war ja Silk Road, der Darknet-Marktplatz, der dann aufgeflogen ist, wo dann auch wirklich dieses Narrativ immer war, ja, Bitcoin wird nur fürs Darknet Hm, genutzt. Und da haben am Ende die FBI-Beamten gesagt, Bitcoin war das Beste, was uns passieren konnte. Wir haben nur deswegen, weil alles transparent zur Verfügung steht, die Verantwortlichen halt gefunden. hm. Und das, ob wirklich jetzt ein Land jetzt irgendwie kritisiert werden sollte, dass jetzt irgendwie Kryptowährungen verwendet werden wegen Geldwäsche, weiß ich nicht. Ich glaube, da gibt es viel einfachere und bessere Methoden, um das zu machen. Definitiv. Das ist das Schöne bei der Blockchain-Technologie, dass du einfach super, du siehst einfach alles. Spätestens dann, wenn du es auszahlst, kommst du nicht drum herum. Ja, hat aber auch Ja. gute Seiten, ne? Wenn man jetzt beispielsweise die aktuelle Entwicklung sich anschaut mit den ganzen Spenden beispielsweise. Mhm. Also ja, da habe ich irgendwie auch nicht früher nachgedacht, aber eigentlich für Spenden sind doch Kryptowährungen eigentlich das Beste, was es gibt. Man weiß, wie viel eingenommen wurde, wohin die Gelder fließen, da kann nicht mal was veruntreut werden. Also das hat natürlich auch Vorteile. Gibt Also es da gerade ein aktuelles Spendenprojekt, wo du gerade dran denkst? ja, Hm. also Ukraine war natürlich jetzt sehr relevant. Mhm. Da hat ja auch der Staat selbst dazu aufgerufen, Bitcoin und Ethereum, glaube ich, und war da noch was, aber ich glaube auf jeden Fall die beiden aufgerufen zu spenden und da wurde auch ordentlich gespendet, weil es ja auch viel einfacher ist. Da muss man jetzt Hm. nicht auf irgendein Bankkonto überweisen, da muss das von da nach da überwiesen werden. Da haben die einfach ihre eigene Wallet gehabt und zu Spenden aufgerufen und dann wurde auch fleißig gespendet. Also hier sieht man eigentlich mal wieder ein komplett anderes Beispiel, wie positiv eigentlich ja, so eine Blockchain-Technologie auch funktionieren kann. Finde ich super Beispiel, einfach um mal die zwei, ja, so zwei Pole aufzuhalten, was so die möglichen, die eine setzt auf vielleicht auch die andere. Und ich hoffe natürlich, dass die eine Seite überwiegt, gerade eben dann, wenn es um solche Flüchtlings- und weitere Konflikte geht. Ähm, Auf jeden Fall. Furkan, was mich interessieren würde, ich meine, Bitcoin wird ja akzeptiert. Kannst du dir vorstellen, dass auch eines Tages andere Kryptowährungen, die nicht Fiat-Währungen sind, ja, legalrechtliche
Kryptowährungen werden könnten? Wenn ja, welches? Das denke ich schon. Ähm, Muss man natürlich mal schauen, also jetzt bei den institutionellen, also vielleicht mal den Weg nochmal von Bitcoin gegangen. Erst kamen die Mhm. privaten Investoren, dann kamen irgendwann institutionelle Investoren und die Unternehmen, jetzt kommen die Staaten. Und auch bei Ethereum beispielsweise, wenn man jetzt mit dem größten Altcoin anfängt oder auch bei anderen Altcoins, ist es ja auch schon so, dass Institutionelle schon reingehen. Von größeren Unternehmen weiß ich jetzt nicht, aber Institutionelle gehen in Produkte rein, wo Ethereum halt drin ist. Also auch da könnten wir natürlich Staaten sehen, die dann auch sagen, okay, wir haben jetzt hier Bitcoin als hartes Asset, wir wollen aber auch im DeFi-Bereich beispielsweise was machen und brauchen jetzt hier Ethereum oder keine Ahnung, irgendeinen anderen Altcoin. Also kann ich mir schon vorstellen, aber wir sehen ja jetzt bei Bitcoin vor allem, das sind jetzt ganz kleine Länder und da schauen viele auch drauf, ob das wirklich klappt, wie das angenommen wird, welche Probleme es gibt. Ich glaube, das muss erstmal sich komplett einmal durchentwickeln. Einmal die Erkenntnisse müssen irgendwie zusammengetragen werden, sozusagen. Und dann wird wahrscheinlich dann auch nochmal rübergeschielt, welche Möglichkeiten es dann noch gibt. Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass noch weitere Kryptowährungen folgen werden. Und ich finde es einfach super, dass wir mit Bitcoin den Anfang gemacht haben, um einfach zu schauen, was diese Technologie eigentlich nur für Vorteile mit sich bringt, wenn man damit richtig auch umgeht. Genau. Ähm, für mich letzte Frage an dich, Furkan. Nochmal 2022 so zukunftsperspektivisch betrachtet, was steht uns jetzt noch so deiner Ansicht nach von den Gesetzen bevor? Gibt es irgendwelche Entwicklungen? Was meinst du, was passiert? Bin echt gespannt, was jetzt mit dem eingangs erwähnten Thema passiert, also mit dieser Hm. Meldepflicht, ob das wirklich so durchgeht. Und dann muss man, das darf man halt auch nicht vergessen, ne? Also wenn so ein EU-Gesetz beispielsweise durchgekloppt wird, dann müssen die einzelnen Länder auch erstmal das durchsetzen. Also es ist in der Praxis auch wirklich oft so, auch Deutschland als Musterland vielleicht in der EU setzt auch nicht alle Gesetze um, zahlt Strafzahlungen etc. Und Hm. das wird dann das nächste Problem für die EU sein, dass wirklich dann auch die Länder herkommen und das durchsetzen, was da vorgegeben wird. Und wie wir schon gerade besprochen haben, das wird nicht einfach für die Unternehmen sein und auch nicht einfach sein, das so einfach durchzusetzen. Das Einzige, was sie dann machen können, irgendwie Lizenzen wegnehmen und dann sagen, ihr dürft hier nicht mehr operieren. Aber das ist, glaube ich, auch nicht im Interesse. Da würde auch wieder sehr viel Gegenwind vorherrschen. Abgesehen von der Regulatorik natürlich, geldpolitische Themen werden natürlich wichtig sein 2022. Das sehen wir jetzt mit den steigenden Leitzinsen. Die Bilanzsumme wird verringert. Das hat alles seinen negativen Einfluss auf die Märkte, weil der Geldhahn nicht mehr so locker sitzt und nicht mehr so fließt, wie wir es jetzt vor allem in den letzten 2 Jahren gesehen haben. Da werden wir auch natürlich die Effekte noch weiter zu spüren bekommen und irgendwann wird es dann wieder nach oben gehen. Was Wann meinst du von den es Effekten her? mit der Geldpolitik? Ja, von den Effekten her. Wenn du sagst, so, ja, Politik steht unter Druck, so was wäre die Konsequenz jetzt für den Kryptomarkt? Also wir sehen ja jetzt ganz klar gerade, dass Bitcoin die höchste Korrelation mit den Aktienmärkten hatte, die jemals vorgeherrscht hat. Hm. Also die Märkte sind sehr unruhig und unsicher, die Aktienmärkte werden immer stärker abverkauft und es ist teilweise sogar volatiler. Also der Nasdaq ist volatiler als der Bitcoin in den letzten 50 Tagen. Gab es, glaube ich, auch so noch nie in der Form. Und weil jetzt natürlich nicht nur Krypto-Fans im Kryptomarkt sind wie vor 5 Jahren, sondern auch institutionelle und professionelle Anleger, die in beiden Lagern sozusagen Geld drin haben, fließt das Geld auch sehr schnell in eine Richtung oder in die andere Richtung. Also wenn es dann mal runtergeht, wird dann natürlich auch im Kryptomarkt Geld rausgezogen. Das heißt, wenn der Aktienmarkt runtercrasht, weil der Notenbankchef irgendwas gesagt hat, dann fällt auch Bitcoin und ja, steigende Zinsen sind per se erstmal natürlich nichts Positives für Anlageklassen. Und da gehört natürlich der Kryptomarkt auch dazu. Und das sind jetzt die kurzfristigen Effekte, die wir sehen. Meiner Meinung nach wird die Inflation aber weiter hoch bleiben und irgendwann werden auch wieder die Gelddruckmaschine wird auch wieder dann angehen müssen, weil die Wirtschaft halt das, glaube ich, auch nicht lange standhalten werden wird, einfach mit den steigenden Zinsen und dann Hm. wird wieder zurückgerudert und dann haben wir wieder eine lockere Geldpolitik, weil davon lebt das ganze System ja auch mehr oder weniger und das ist dann wieder positiv für Kryptowährungen, für harte Assets und dann geht es wieder meiner Meinung nach mittel- bis langfristig wieder nach oben. Also wir haben im Grunde eine kleine Durststrecke noch vor uns. Das heißt, für alle Hodler weiter hodeln auf jeden Fall. Für diejenigen, die sagen, ich möchte mal noch so ein bisschen mein Portfolio aufbauen in der Zeit. Vielleicht auch ein gar nicht so verkehrter Zeitpunkt möglicherweise. Ähm,
Ja, wir werden auf jeden Fall die nächsten Entwicklungen werden auf jeden Fall spannend werden, weil sich da einfach jetzt natürlich regulatorisch dieses Jahr sehr viel tut und eben parallel durch die Inflationsbedingungen Krypto womöglich wieder interessanter werden wird. Und genau, das so viel zu dieser aktuellen Situation. Furkan, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du die Zeit genommen hast, dich mit mir darüber ausgetauscht hast. Ich bin jetzt auf jeden Fall wieder ein Stückchen weiter und habe wieder was dazugelernt. Gerne, Danke dir. danke für deine Einladung. Und ja, hat mir echt Spaß gemacht. Ich hoffe, die Leute hatten auch Spaß. Und wie ist das so? Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben Ja, da. auf jeden Fall. Kann ich mal für dich sagen. Also auch ihr draußen, wenn ihr Fragen habt an Furkan, schreibt auf jeden Fall einen Kommentar drunter. Wir versuchen definitiv darauf einzugehen. Und schaut bei Furkan auf jeden Fall auch auf den YouTube-Kanal vorbei. Ich finde, was gerade aktuelle Marktentwicklungen angeht, auch vor allem sehr viel mit Bitcoin, ist immer wichtig, einfach auch sich über die größte Kryptowährung zu informieren, wenn du auch selber im Kryptomarkt interessiert dabei bist. Dann schau auf jeden Fall bei ihm vorbei. Klasse Typ, macht gute Analysen, wie ich finde, und wir lernen einiges dazu. Genau. Dankeschön. Dann wünsche ich dir, wo auch immer du jetzt noch bist und dir das Interview anhörst, noch einen schönen Abend und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Es hat mich gefreut. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.